Genau, herzlich willkommen bei uns hier in Waldkirch. Mein Name ist Maximilian Röser, ich bin hier Marketingleiter bei Mack Rides. Mittlerweile schon im 10. Jahr, also ich habe schon ein paar Jahre hier mit der Firma auf dem Buckel und komme eigentlich aus dieser Fanszene. Ich war damals Gründer des EP Info, der EP Fans Seite und bin hier mit dem Flugzeug drüber geflogen damals noch und habe so immer mehr den Einblick bekommen in die ganze Firma, habe dann Kontakt aufgenommen mit dem Europapark und mit Mack Rides und seit 10 Jahren arbeite ich hier. Was werden wir denn heute so erleben, uns angucken hier? Also, wir haben 2 Standorte mittlerweile. Wir haben einmal hier in Waldkirch unsere Schienenfertigung, wir haben eine Lackiererei, wir haben eine GfK-Werkstatt und in Herbolzheim schauen wir uns dann noch die Fahrzeugherstellung an, wie wir die Fahrzeuge da zusammenschrauben. Und ihr biegt auch noch die Schienen selber vor Ort, weil es gibt ja den einen oder anderen Hersteller, auch aus Deutschland, der das nicht mehr in Deutschland macht. Genau, also bei uns kommen wirklich alle Schienen hier aus Waldkirch. Wir haben auch hier nur an dem Standort unsere Biegemaschine, unsere ganze Technik und auch unsere neuen Maschinen, wo wir dann die Schienen prozessieren, also wirklich die einzelnen Schritte von der Schiene abarbeiten und das ist rein hier in Deutschland, also das machen wir nirgendwo anders. Planung und Konstruktion, kommt die auch von hier oder sitzt ihr da noch woanders? Nee, tatsächlich kommt die genau hinter dir aus dem Bürogebäude. Da haben wir 2 Stockwerke nur mit Ingenieuren, die sich zum einen eben um die Layouts kümmern, um die ganzen Fahrbahnverläufe und oben haben wir dann noch die ganzen Personen, die sich um die Fahrzeuge kümmern und eben die Statik berechnen, alles was da so dazugehört. 2 Etagen voll Ingenieure. Wie viele Ingenieure sind denn hier? Insgesamt haben wir 85 Personen, die eigentlich in der Verwaltung arbeiten, also relativ viel und davon sind gute 2 Drittel eben technischer Natur. Also wir haben ein recht kleines Team, das sich tatsächlich um Buchhaltung, Personal und so weiter kümmert und die meisten sind eben tatsächlich dafür da, um die ganzen Achterbahnen zu bauen, die wir da haben. Jetzt momentan stehen wir bei uns hier in der CNC-Fertigung. Die haben wir seit letztem Jahr Sommer ungefähr hier eingerichtet und haben 2 neue große CNC-Fräsen dazu bekommen, die es uns ermöglichen, die Fahrzeugunterkonstruktion hier im Haus direkt zu fräsen. Hat den großen Vorteil, dass wir einmal flexibler sind, was die Zeit anbelangt, von den Zulieferern. Und den anderen großen Vorteil für den Kunden hat es, dass wir auf viele Schweißnähte verzichten können, weil wir es eben aus einem vollen Stahlblock herausfräsen können. Also die Radschilder? Nicht nur Radschilder, auch den ganzen Fahrzeugunterbau. Also die großen Metallbauteile, die wir unten drin haben, da können wir uns gleich mal eins anschauen. Da versuchen wir eben auf diese vielen Schweißnähte zu verzichten, um diesen Prüfaufwand für unsere Kunden dann auch da deutlich zu verringern, weil es ist ein großes Thema, weil wir jedes Jahr eigentlich so ein Fahrzeug auseinandernehmen müssen, das anschauen müssen und jede Schweißnaht, die wir uns da einsparen, sparen wir auch dem Kunden ein, die zu prüfen. Muss ja nicht auch der Lack dann immer runter für Magnetpulver? Ganz genau. Also das sind zerstörungsfreie Prüfungen, nennen sich das Ganze, NDT-Tests und das ist sehr, sehr aufwendig und gerade bei diesen gefrästen Teilen, da fallen die alle weg. Für den Kunden viel, viel einfacher dann. Hier stehen wir jetzt vor ein paar Bauteilen, die wir zur Inspektion bekommen haben. Da drüben haben wir Bluefire Sitzgestelle. Die kommen jetzt nicht vom Bluefire, sondern von einem anderen Projekt. Da prüfen wir jetzt momentan die Sitzgestelle. Ihr werdet auch merken, dass bei den neuesten Achterbahnprojekten haben wir ein bisschen andere Sitzkonfiguration. Also wir haben eine andere Statik, eine andere Absicherung. Und das sieht man dann auch bei diesen Fahrzeugen, die jetzt demnächst dann nochmal rauskommen werden bei den neuen Projekten. Genau, das ist der komplette Unterbau von einem Bluefire. Also auf der Seite, wo wir jetzt stehen, da ist der Anhänger, die Anhängerkupplung, wo wir das Fahrzeug dann dranhängen. Und auf der hinteren Seite wird dann die Achse verbaut und in der Mitte kommt dann eben der komplette Träger drauf. Okay. Für unsere Sitze und für die ganzen Fahrbereich, wo die Personen dann drauf stehen werden. Wir arbeiten mittlerweile eigentlich in jedem einzelnen Fahrzeug mit diesen CNC-Bauteilen. Die sparen uns zum einen viel Material ein, zum anderen sind sie passgenauer als die geschweißten Geschichten. Und da haben wir jetzt die ersten Tests bei unseren CNC-Fräsen gefahren mit einmal Arthur-Bauteilen, das ist dieser große Drehkranz, den wir da unten sehen, oder eben auch, wo wir die Sitze dann dran schrauben, dieses Sitzgestell, das wird eben auch aus dem Vollen dann rausgefräst. Eben den Bestand an Werkzeugen, als auch die ganzen Nachfüllwerkzeuge, die wir noch brauchen, weil so ein Werkzeug nutzt sich natürlich ab, ganz klar, wir müssen aus dem Vollen rausfräsen. Da geht viel Späne zum Teil heraus und die müssen wir dann bei den Werkzeugen eben immer wieder regelmäßig austauschen, wieder warten und so weiter. Und da haben wir ein ganz großes Werkzeuglager. Das ist diese riesige Drehscheibe, wo eben ganz verschiedene Bohrer und auch Messinstrumente drin sind, mit denen wir zum einen die Bauteile messen können und zum anderen eben dann auch verschiedene Aufsätze verwenden können, je stark wir dazu einfahren und zufahren, damit wir die
die Metallspäne dann herauskriegen. Die Besonderheit bei der CNC-Fräse ist jetzt, dass wir einen Palettenwechsler vorne noch haben, sodass wir eigentlich 7 Tage die Woche die Maschine laufen lassen können. Sobald wir fertig sind, fährt die Maschine die nächste Palette an, zieht sich das Bauteil wieder in den Raum rein und kann dann das nächste Bauteil wieder bearbeiten. Das heißt, Freitagmittag bestückt ihr das? Richtig. Und am Montag hoffen wir, dass alles fertig ist. Das ist so der Plan. Und falls dann tatsächlich mal was passieren sollte, gibt es natürlich Systeme, dass die Leute nochmal reinkommen und nach dem Rechten sehen. Aber eigentlich sollte Freitag dann tatsächlich alles so gerüstet sein, dass die Maschine das weiter bearbeiten kann. Ja. Wahnsinn. Alles krass. Ja, schöne Maschine. Gar nicht so günstig. Jetzt stehen wir bei unserer größten CNC-Fräse. Und zwar hat die CNC-Fräse folgenden großen Vorteil. Wir haben extrem große Bauteile, die wir hier einlagern können. Wenn du mal reinschaust, das sind momentan auch wieder ein Unterträger von einem Achterbahnfahrzeug. Und das, was wir beim Palettenwechsler machen, indem wir die verschiedenen Paletten da eben reinstecken, haben wir hier die Möglichkeit, dass wir mehrere Bauteile gleich in diese große Bearbeitungszentrum reinlegen und dann der große Arm eben verschiedene Bauteile nacheinander abfährt. Jetzt momentan stehen wir in unserem zweiten Bereich von der CNC-Halle, der aber auch gleichzeitig noch verwendet wird, um Ersatzbauteile und die Bauteile, die wir schon mal vormontieren können, hier zu richten, weil wir natürlich jetzt, dadurch, dass wir ein zweites Werk aufgemacht haben vor einem Jahr in Herbolzheim, eine örtliche Distanz haben, die wir irgendwie überbrücken müssen, und da versuchen wir natürlich alle Bauteile, die wir schon ein bisschen vorkonfigurieren können, hier zusammenzuschrauben und dann erst rüber zu schicken zur finalen Endmontage. Da haben wir jetzt momentan Fahrzeugachsen, Räder für unseren Vorschub, den wir in der Station brauchen. Und dann sind noch kleine Räder da, die kennt man eigentlich von der Achterbahn meistens gar nicht, weil man nicht drauf fährt selber, sondern die werden tatsächlich nur im Wartungsbereich gebraucht, wo das Fahrzeug dann aufgebockt wird und dann sozusagen diese Hilfsrollen. Beim Launch Coaster, Ja. wo der in der Luft schwebt. Ganz genau. Und das machen wir halt eben bei allen Achterbahnen, damit eben die Achsen zugänglich sind und dass wir da an den Achsen arbeiten können. Und diese Rollen, die sieht man eigentlich nicht, weil sie eben unter dem GFK irgendwie versteckt sind und der dann eben daneben. Eigentlich nie, nee, man muss sich unter die Achterbahn legen, dann sieht man es wahrscheinlich. Konntet ihr euch hier nicht mehr weiter vergrößern oder warum den zweiten Standort? Tatsächlich wollten wir uns relativ schnell vergrößern. Das hängt damit zusammen, dass wir eben diese Flexibilität aufgrund der Auftragslage gebraucht haben, weil wir eben sehr viele große Aufträge hatten. Und dann musste es relativ schnell gehen. Und gerade hier in der Region ist es schwierig, dann in der Nähe irgendwas zu finden. Also es ist jetzt schon 30 Kilometer weg von uns. Aber dennoch waren wir noch nicht gewillt, hier am Standort irgendwas abzureißen, weil es eben auch wieder den Produktionsfluss irgendwie behindert hätte. Und das wollten wir nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen auf eine bestehende Struktur, wir gehen in eine bestehende Halle und bauen dort eben eine neue Endmontage auf. Wenn ich jetzt bei Macworlds eine Achterbahn bestelle, wie lange muss ich warten? Gerne. Also ich nehme gerne Aufträge auch heute entgegen. 2022 wäre momentan unser Liefertermin. Ich habe mal was Es geht von noch. 4 Jahren, vor 1, 2 Jahren. Das Geschäft ist tatsächlich wie eine Achterbahn. Also es geht mal extrem nach oben. Dann ist wirklich so ein Jahr, wo du sagst, oh, ihr müsst früher kommen. Und jetzt ist momentan wieder so, da kannst du sagen, okay, 2 Jahre sind eigentlich ausreichend für uns, dass wir euch noch was liefern können. Es muss jetzt nicht unbedingt Frühjahr 2022 sein. Also für uns wäre es auch nett, wenn es vielleicht auch mal im Herbst oder so, wenn es sich ein bisschen verteilt. Weil wir merken es jetzt auch mit Max und Moritz, mit den ganzen anderen Anlagen, die wir noch auf der Welt eröffnen. Da verdichtet sich halt alles. Und gerade in der Endmontage werden wir später sehen, da sind sehr, sehr viele Projekte, die eben nebeneinander kumulieren. Und dann wird es für die Leute, die am Ende von diesen Projekten stehen, immer schon ziemlich hektisch. Die Besonderheit ist, dass wir tatsächlich sehr, sehr viele unserer, eigentlich alle Bauteile, bevor wir sie versenden, eben mit einem Etikett ausstatten, dass wenn wir auf der Baustelle sind, die Leute hingehen können, den Barcode abscannen können und genau wissen, A, die Bauteile sind A da und B, wo kommen denn die Bauteile überhaupt rein. Kann ich ein Rad haben, kann ich ein Rad kaufen. Wir bestellen tatsächlich jetzt nicht Räder 200 Stück und dann gucken wir mal, wo wir die verbauen, sondern wir kaufen die Räder tatsächlich für die Projekte. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie ein großes Lager mit überzähligen Rädern haben, sondern wir kaufen die Räder auch nur zu. Es sind Schwerlasträder, also wenn dieses Rad unter einem Schwerlastregal steht, dann fällt es keinem auf. Wenn es in der Achterbahn verbaut wird, dann ist es eben ein Achterbahnrad. Trotzdem, diese Räder sind Zukaufteile. Wir stellen die nicht selber her. Jetzt stehen wir vor unserem Hochregallager. Wir haben hier ein großes Hochregallager für unsere Ersatzteile und für die ganzen Bauteile, die wir dann auf die Baustellen schicken. Und wir haben im Hintergrund noch ein großes Liftsystem, das zeige ich euch gleich,
wo wir unsere ganzen Kleinteile, also die ganzen Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Schweißdraht, Schutzbrillen, Handschuhe, eigentlich alles, was irgendwie unter 10 cm Größe ist, das lagern wir dort in dieses Liftsystem ein. Lagert ihr nur euer Verbrauchsmaterial hier oder auch Ersatzteile für den Kunden? Hier sind es tatsächlich hauptsächlich Ersatzteile für den Kunden. Bei uns ist ja ein bisschen aus der Historie heraus eine andere Geschichte. Wir haben sehr, sehr viele Schaustellerfahrgeschäfte noch auf der Reise und dementsprechend müssen wir einen anderen Stamm an Ersatzteilen vorrätig haben als zum Beispiel jemand, der nur einen Park betreibt. Für den Park ist es so, wenn wir eine Achterbahn verkaufen, verkaufen wir auch gleichzeitig noch ein Ersatzteilpaket mit dazu. Sprich, der Park will sich natürlich absichern, dass so eine Anlage, falls sie mal ausfällt, die nötigsten Ersatzteile irgendwo bei denen im Lager liegen. Mhm. Bei einem Schausteller ist es eher schwierig, der kann jetzt nicht immer mit 3 LKWs hinterherfahren, wo noch irgendwelche Bauteile mit dabei sind und die lagern wir hier vor, dass die dann eben auch abrufbar sind, falls es dann mal zu einem Ausfall kommt. Das ist meistens in der Aufbauphase wird sowas festgestellt und dann muss es extrem schnell gehen. Sprich, das wird dann bei uns angerufen, dann werden die Ersatzteile hier rausgeholt und dann gehen die halt auf den Vasen, auf die Wiesen oder Düsseldorfer Freikirmes und so weiter. Das wird dann alles da hochgeschippert. Berg- und Talbahn waren ja früher so der Dauerbrenner. Gibt ja eigentlich keine neuen mehr. Baut ihr die nicht mehr oder bestellt keiner mehr? Wir bauen die nicht mehr tatsächlich. Es gibt noch diesen Caterpillar, den wir für die Legoländer bauen regelmäßig, aber ansonsten wirklich für die Reise oder so Geschäfte bauen wir gar nicht mehr. Wird auch von uns nicht mehr nachgefragt, muss man ehrlicherweise sagen. Okay. Und was mit den Lokflumes zum Beispiel? Lokflumes ist auch ganz, ganz schwierig, weil da müsste man zum Beispiel ein neues Boot erstmal entwerfen. Das hat mit den neuen Standards zu tun, also diese DL 13814. Von denen ja mittlerweile auch jeder irgendwas mitbekommt. Das ist für uns ein ganz schwieriges Thema bei solchen Altanlagen, dass wir die tatsächlich dann wieder neu aufarbeiten, weil es eigentlich eine Neuerfindung von einem bestehenden Produkt und da müssen wir wirklich sagen, haben wir da einen Markt oder bauen wir uns da irgendwas Neues dann auf mit diesem... Weil früher war ja irgendwie jeder Lokflug von Mack Rides und jetzt ist alles so von Sukui oder sonst... Genau, also da gibt es andere Hersteller, die dann eben in diese Marktlücke einspringen und dann diese Produkte dann auch nachbauen oder eben bauen können. Also ist ja kein schlechtes Produkt, ganz im Gegenteil, die bauen ja auch gute Anlagen, aber für uns ist es einfach nicht mehr so ertragreich, dass wir das momentan weiterverfolgen. Dann um das Thema alte Klassiker abzuschließen, die Bobbahn. Gab es ja nicht viele, aber jetzt gar nicht mehr seit Jahren. Kommt da noch mal was? Will keiner mehr was? Wird tatsächlich gar nicht nachgefragt, ist aber auch so, dass wenn man sich den Stahlverbrauch von so einer Bobbahn anschaut und diese filigranen Röhrchen und so weiter, das ist schon eine Haufen Menge Arbeit. Also dieses Produkt damals zu bauen, das war Handwerkskunst tatsächlich. Wir haben die ja dann hier bei uns auf dem Platz aufgebaut, haben die wieder gerichtet, ob die so funktionieren, haben sie dann abgebaut, zum Kunden gebracht, wieder aufgebaut und geschaut, dass alles passt. Und dieser Aufwand, den wollen wir einfach nicht mehr betreiben. Also bei uns wird auch keine Achterbahn mehr aufgebaut. Tut mir leid, heute werden wir keine Achterbahn fahren bei uns. Die gehen tatsächlich just in time dann hier raus, gehen zum Lackierer und werden dann auch in einem Seekontainer zum Park geschickt. Aber es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es heutzutage schon präziser von der Schienenfertigung ist als früher, oder? Ja, also Schiene geht uns einfach von der Hand. So eine Bobbahn zu bauen wäre deutlich mehr Aufwand. Leider. Hier vorne kommen die ganzen Bauteile rein, die wir eben bestellt haben. Dann haben wir ein Labor, ein eigenes, wo wir eine konstante Temperatur fahren. Und das Labor hat den großen Vorteil, dass wir eben alle Prüfmaßnahmen da durchführen können. Wir können die Wareneingangskontrolle machen, wir können sehen, ob tatsächlich die Bauteile so bestellt sind, wie wir sie dann tatsächlich brauchen. Die werden nochmal vermessen, stichprobenartig, und gehen dann erst in den Prozess für die Bearbeitung rein. Und jetzt stehen wir gerade vor einem unserer Kommissionierwägen. Kommissionierwagen heißt, hier bauen wir alle Bauteile zusammen oder stellen die zusammen, die dann eben zum Teil nach Herbolzheim gehen, wo wir dann für ein Projekt einen einzelnen Wagen haben, wo dann alle Bauteile drauf sind für die verschiedenen Baugruppen. Und hier haben wir einen speziellen Kommissionierwagen, der mit lauter Ersatzteilen bestückt ist. Sprich, hier kommen alle Ersatzteile drauf, die die Kunden bestellt haben. Da warten wir mal ein bisschen, bis sich eine gewisse Menge angestaut haben. Wir schippern jetzt nicht jede einzelne Unterlegscheibe durch. Das ist ein bisschen je nachdem, wie dringend die Teile benötigt werden. Und dann gehen die eben zu dem Kunden in die Serviceabteilung und können dann dort verbaut werden. Das ist immer ganz witzig. Ist ja nichts Geheimes. Nein, ist nichts Geheimes, aber es ist immer ganz witzig, welche Auswahl wir da tatsächlich haben. Also, und da sind auch noch alte Namen drauf, die damals eben bestanden haben, die jetzt momentan eigentlich schon
firmiert sind, zum Beispiel dieser Park Six Flags Montreal. Der heißt nicht mehr Six Flags Montreal, logischerweise. Immerhin haben wir ein Legoland Florida. So, jetzt müsste es eigentlich das erste Mal sein, dass wir tatsächlich was ganz Neues zeigen, was wir auch noch momentan nur hinter verschlossenen Türen in Orlando auf der Messe gezeigt haben. Und zwar unsere Idee von einer neuen Bootsfahrt, die wir entwickeln momentan. Und da hinten haben wir den Prototypen stehen, beziehungsweise das Testgelände, und da können wir mal hingehen. Zeige ich dir mal, was dieses nette Fahrgeschäft denn so kann. Jetzt stehen wir bei unserem Rocking Boat. Und zwar das Rocking Boat ist eine Neuentwicklung von einem Patent, das wir eigentlich schon relativ lange haben. Und zwar geht es darum, dass wir ein Boot haben, das frei schwimmt. Ähnlich wie bei Poseidon. Das sind auch jetzt eben gerade Watercoaster-Boote, mit denen wir das Ganze testen. Die Besonderheit ist aber, dass wir im Wasser keinen Kanal haben, sondern eine Schiene. Und diese Schiene hilft uns dabei, das Boot fortzubewegen und es gegen Kentern zu sichern. Also das Boot ist über eine Schere, ähnlich wie bei so einem Hubsteiger, gesichert, kann frei eben mit den Wellen mitschwimmen, hat aber die Möglichkeit, enge Radien zu fahren. Wir können es antreiben, wir können genau die Showposition anfahren, wir wissen genau, wo das Boot ist. Und wir haben eben hier ein Hybrid aus einer Bootsfahrt und einer Themenfahrt kombiniert. Und mit der Möglichkeit Abfahrten, Drops. Genau, wir können Abfahrten machen, wir können hochfahren auch mit einem Powered-Segment. Also wir haben Motoren an Bord und können eben Steigungen und Gefälle da mit abbilden. Wir können richtig krasse Wellen erzeugen. Also wir haben hier auch schon eine Wellenmaschine drin gehabt, dass wir es ähnlich wie bei so einem Rafting haben, dass dann wirklich große Wellen kommen, das Boot richtig diese Wellenbewegung mitmacht. Und das können wir alles hier mit diesem Boot abfahren und eröffnet eigentlich den ganzen Storytellern und so weiter einen ganz neuen Markt. Wahnsinn. Gibt es da schon jemanden, der sich dafür interessiert, ohne zu sagen, wer es ist? Oder ist das noch die Entwicklung? Also das sind jetzt momentan 2 Monate, seitdem wir das vorgestellt haben. Es gibt Parks, die interessieren sich dafür. Wir müssen aber jetzt momentan erstmal einkategorisieren, was wir wollen, weil wir können das tatsächlich skalieren. Wir können, so wie wir es hier stehen haben, als kleinen Kiddie-Flumen machen, mit meinetwegen 2 so kleinen Booten. Wir können das Ganze aber auch mit großen Piraten von Batavia Booten machen zum Beispiel, wo wir dann 24 Leute drin sitzen haben und dann eben eine größere Strecke abfahren. Und genau diese Skalierung müssen wir jetzt momentan noch ein bisschen austarieren, in welche Richtung wir uns da tatsächlich entscheiden wollen und welche Richtung auch der Kunde sich dann schlussendlich dafür entscheiden will. Aber es gibt jetzt noch keine konkrete Anfrage für ein Projekt, aber allein die Idee mal rauszutragen zu den Designern und zu denjenigen, die sich eben diese Stories überlegen, ist schon mal ein wichtiger Schritt, um denen das Handwerkszeug eigentlich an die Hand zu geben und zu sagen, hey, mit dem Fahrzeug, da könntet ihr folgende Szenarien abbilden. Unser System kann das und das fahren. Genau. Jetzt seid ihr dran. Richtig. Überlegt euch was Cooles und dann kommen wir vielleicht ins Geschäft. Okay, cool. Wir können auch stehen bleiben, wir können rückwärts fahren, wir können mit dem Fahrzeug echt alles machen. Das ist echt sehr, sehr spannend. Und momentan hier an der Teststrecke, da siehst du oben noch einen Stromanschluss. Mit dem Stromanschluss haben wir die Möglichkeit, momentan das Boot anzutreiben. Das sieht ganz lustig aus, weil wir dann ähnlich wie so ein Boxauto hier rumfahren. Aber tatsächlich können wir das Ganze auch im Wasser mit Strom betreiben oder dann eben auch mit Supercaps dann das Ganze vollführen. Da haben wir verschiedene Optionen, die wir dann eben dem Kunden anbieten können. Und du siehst ja, der Radius ist echt eng. Das kann man sich kaum vorstellen, dass das Boot da rumkommt. Genau, und du musst dir ja vorstellen, also wir können auf der einen Seite ein Boot fahren lassen und im Gegenverkehr kann dann auch schon ein anderes Boot. Und so eng kommen wir mit den Kanalwänden zum Beispiel gar nicht. Außerdem kann ich verschiedene Geschwindigkeiten fahren, das kann ich ja auch nicht in einem Kanal, da habe ich ja immer diesen Wasserfluss, der das Boot vorantreibt, und all das können wir hier echt schön abbilden. Inwieweit ist bei so einer Entwicklung schon im Vorfeld der TÜV involviert? Was geht und was nicht geht? Wir wissen ja, was die Standards sind und was die Normen entsprechen, aber in der Entwicklung ist jetzt noch nicht der TÜV in dem Sinne involviert. Wir haben jemanden hier im Haus, der kommt vom TÜV, das ist unser Head of Ride Safety, der sich eben nur um Fahrzeug- und Fahrgeschäftssicherheit kümmert. Ja. Der lässt seinen Input natürlich auch mit einfließen, wenn es darum geht, wo können die Leute hinfassen und welche Beschleunigungen können wir damit fahren. Aber tatsächlich wirklich abgenommen vom TÜV ist sowas noch nicht. Nee, aber dass ihr nicht zum Beispiel in eine Richtung entwickelt und plant und
investiert schon und dann sagt der TÜV am Ende, ja. Nee, das ist tatsächlich so. Da wissen wir unsere Rahmenparameter, da haben wir genug Erfahrung, dass wir wirklich sagen, okay, in die Richtung können wir gehen und da können wir hinentwickeln, aber die Rahmenparameter sind ja eben durch Gesetzeslage und durch Normen irgendwo gesteckt. Also das können wir dann schon so weit abschätzen. Das geht schon. Gibt es Länder, wo es nicht so streng ist wie hier, wo ihr auch hinliefert? Ja, aber wir bauen eigentlich immer nach den europäischen Normen, weil muss dir so vorstellen, wir haben zwar Anlagen auf der ganzen Welt und wir haben auch Sicherheitsstandards, die dann wieder höher sind als andere und das ist immer ein bisschen die Herausforderung zu sagen, okay, wir bauen jetzt für den chinesischen Markt, wir bauen für den amerikanischen Markt, weil die alle ihre unterschiedlichen Normen haben, aber da müssen wir dann natürlich gucken, dass wir ein Produkt auf die Beine stellen, dass wir so gut wie möglich ohne große Adaption an alle Märkte verkaufen können. Und das ist das Schwierige. Also wir wollen jetzt nicht jeden einzelnen Launch Coaster anfassen, nur weil der jetzt irgendwie über eine Landesgrenze hinweg gebaut wird, sondern das muss ein Produkt sein, das funktioniert sowohl in Amerika als auch in China oder in Europa. Und da versuchen wir den Aufwand natürlich so gering wie möglich zu halten. Jetzt stehen wir bei uns vor unserem ersten Roboter, den wir vor 3 Jahren hier in die Firma installiert haben. Und zwar geht es dabei um einen Roboter, der Rohre nimmt und diese Rohre in Diagonalen verwandelt. Funktioniert so, wir haben ein Rohraufnahmesystem. Der Roboter schnappt sich die Rohre, sägt die erstmal auf Länge, packt sie dann in einen Induktionsofen, der die Rohre auf 1200 Grad erhitzt, relativ schnell, also unter einer Minute schafft er das. Dann sind die rot glühend, dann kommen sie in eine Presse rein, werden gepresst und dann werden sie nochmal über einen Plasmaschneider eben genau in die Form geschnitten, die wir dann später auch brauchen bei der Schiene. Der Roboter hat den großen Vorteil, der arbeitet relativ zügig, sodass wir alle folgenden Schritte eigentlich schon vorbereiten können und dann diese Diagonalen direkt tatsächlich aufnehmen können. Weitere Besonderheit von dem Roboter ist, dass wir eine Einzelfertigung hinbekommen. Und zwar muss man sich das so vorstellen, unsere Schienen sind tatsächlich ja immer unterschiedlich. Wir haben eigentlich keine 2 Schienen, die tatsächlich exakt gleich sind. Wir machen eine Rechtskurve, eine Linkskurve und so muss auch jede Diagonale wieder unterschiedlich geschnitten werden. Und genau diese Koordinaten können wir auf den Roboter übertragen und dann werden die eben so gefertigt, dass wir genau wissen, okay, die Diagonale muss an Schiene Nummer 25 in die dritte obere Ecke rechts rein. Und wird alles noch drauf gedruckt auf dieses Stahlrohr, damit dann die Kollegen eben genau wissen, das Teil kommt an diese Stelle. So, jetzt gehen wir in die Schienenmontage. Das dürfen und können wir euch nicht zeigen, weil es Top Secret ist. Also, wir sind jetzt hier im Franz-Mack-Haus. Das ist das Haus, das Franz Mack hier am Standort auch selber erbaut hat. Wir haben 2 von diesen Wohnhäusern hier. Einmal das Haus von Franz Mack, drüben lebt noch Willi Mack. Relativ nah, also wir werden sie ja gleich nochmal, vielleicht schneidest du nochmal um, dann sehen wir genau, wie nah tatsächlich zur Schienenfertigung das Ganze auf unserem Betriebsgelände liegt. Und das Haus ist 1966 erbaut worden. Hier hat Franz mit seiner Frau damals gelebt. Seine Enkel waren auch öfter zu Besuch. Michael, Thomas und Ann-Kathrin waren hier regelmäßig und haben dann hier eigentlich so ein bisschen die Firma auch überwachen können. Also wir haben unten noch ein Büro von Franz Mack, wo tatsächlich noch ganz viele alte Zeichnungen sind. Das zeige ich dir gleich nochmal. Wir haben die Bar unten, wo viele Verträge geschlossen wurden mit den ganzen Schaustellern und den Freizeitparks zur damaligen Zeit, weil wir eben nicht den Europapark hatten, wo das Ganze dann dort stattfindet. Also die sind hier hingekommen, um das dann alles in trockene Tücher zu bringen? Genau, das waren zum Teil die Schausteller, die eben Wagen bauen wollten oder bauen lassen wollten und Zirkusse kamen zu uns. Alle kamen hier eigentlich nach Waldkirch, unten die Bar und das war so ja, der Hotspot damals, um Geschäfte zu machen mit uns. Das ist ja cool. Ist sehr geschichtsträchtiges Haus, also ich glaube, wenn die Wände sprechen könnten, das wäre echt super, super spannend.
Wir haben unten wirklich noch die ganz alten Zeichnungen, sowohl vom Colosseo, von den Bauzeiten damals. Wir haben Zeichnungen damals vom Alpenexpress und lauter solchen Geschichten, wo wirklich auch Konzeptstudien sind, wie der Europapark sich hätte entwickeln können. Und das ist natürlich echt mega spannend, was wir da alles finden. Verrückt. Und das hier wird in Gedenken an Franz Mack auch noch erhalten oder warum behält man das jetzt alles noch hier? Genau. Weil ihr braucht ja eigentlich ja auch Platz, habt ihr ja auch gesagt. Genau, also wir haben so einen Zwiespalt zwischen, wir müssen uns irgendwie erweitern oder wir brauchen den Platz eben für unsere Fertigung. Auf der anderen Seite können wir sowas nicht einfach abreißen und platt machen. Ganz im Gegenteil, wir sind sehr stolz auf die Geschichte von unserer Firma. Eigentlich keiner in der Freizeitparkbranche hat so eine reichhaltige Geschichte wie die Familie Mack und genau das wollen wir hier auch an diesem Ort erzählen, weil viele Kunden kommen aus den USA, aus China, die kennen jetzt vielleicht diese ganze Familienhistorie nicht auf den ersten Blick und dann denen ein bisschen einen Einblick da reinzugeben und mit diesem Haus auch zu zeigen, dass eben die Familie sehr stark an das Unternehmen auch gebunden war. Das mitzugeben ist für uns sehr, sehr wichtig. Jetzt sind wir in Herbolzheim. Das ist ungefähr 5 Minuten von Rust entfernt. Also wir sind genau zwischen Waldkirch und dem Europapark. Haben hier 12.000 Quadratmeter angemietet in 2 Hallen, wo wir zum einen die Schienenfertigung untergebracht haben und zum anderen unsere Fahrzeugendmontage. Also die Schienen werden hier fertig geschweißt und hinter mir werden in der Halle die Fahrzeuge fertig montiert. Und was wir neben diesen fertigen Endmontagen dann noch machen, ist das ganze Thema Service. Sprich, viele Kunden schicken uns dann ihre Fahrzeuge in der Winterpause hier nach unten runter und dann kümmern wir uns um die Fahrzeuge, prüfen die, tauschen gegebenenfalls auch Teile aus und schicken sie dann dem Kunden wieder zur Saisoneröffnung zurück. Die Schienenendmontage, lackiert ihr die auch hier? Es ist geplant, dass wir sie auch hier lackieren. Momentan haben wir aber noch Zulieferer, denen wir die Schiene dann schicken und dann fertig lackieren. Okay. Also es ist geplant, dass wir das auch hier in die Halle reinpacken, aber momentan machen wir es tatsächlich nur extern. Da drüben haben wir zum einen unseren Glühofen. Das ist um das Metall, das wir in der CNC-Fräse bearbeiten, vorzubereiten. Haben wir dort noch einen Ofen, wo das Metall nochmal erhitzt wird, um die Güte nochmal ein bisschen zu ändern. Und wir haben noch eine große Brennschneideanlage, weil wir natürlich aus diesen großen Metallplatten erstmal eine grobe Form rausschneiden müssen. Und genau das findet dort drüben dann auch immer statt. Hinter mir, da sehen wir ganz viele Kisten, wo wir unsere GfK-Formteile aufbewahren. Und zwar sagen wir nicht nur, wir sind uns der Geschichte durchaus bewusst und fühlen uns da verpflichtet, sondern für alle Parks und für alle Kunden, die wir haben, behalten wir natürlich auch die GfK-Teile auf, die wir für sie produzieren. Es kann sein, dass in 20, 30 Jahren oder auch schon 10 Jahren ein Kunde zu uns kommt und sagt, Mensch, ich brauche aber noch ein GfK-Bauteil für meine Anlage. Und dann ziehen wir das einfach hier aus dem Regal heraus und wir können ihm dann 1:1 genau diese Form dann wieder herstellen. Und da gibt es halt ein paar Klassiker von Lokflums über sogar Eurosat-Platten, die wir da hinten rausragen sehen, über den Dino aus der Dinofahrt, lauter solche Geschichten, die wir auch für den Europapark schon produziert haben, die lagern wir hier ein und können die dann eben aus dem Regal heraus. Es sind ein paar Schätzchen dabei. Ja, vor allem so die Form für die Lokflumboote zu sehen, ist schon witzig. Ja. Aber es kann tatsächlich sein, dass eben ein Bestandskunde nochmal auf uns zukommt und sagt, Mensch, ich brauche noch ein paar Boote und mein GfK ist irgendwie zersprungen. Nach so und so viele Jahren Lebensdauer und dann können wir das relativ einfach danach bauen. Cool. Ohne es nochmal neu zu schnitzen, weil die sind tatsächlich alle handgeschnitzt gewesen. Jetzt stehen wir genau zwischen dem Ofen, den wir hier haben, und auf der anderen Seite haben wir unsere Brennschneideanlage, mit denen wir dann diese großen Stahlbauteile eben erstmal zurechtschneiden. Das kann man sich so vorstellen, ähnlich wie beim Plätzchenbacken, dass man erstmal grob aussticht und dann den Feinschliff machen wir dann tatsächlich in der CNC-Fräse. Und das Grobe findet eben hier über diesen Plasmaschneider statt, wo wir dann das eben komplett zuschneiden können, um es dann nach Waldkirch zu transportieren von Herbolzheim aus und dann wird es dort weitergebracht. Und die Besonderheit bei den Schienen ist jetzt,
dass wir tatsächlich jede Schweißnaht prüfen. Das erkennen wir ganz gut an den grünen und weißen Markierungen, wo wirklich jede Schweißnaht dann nochmal komplett mit Ultraschall und zerstörungsfreier Prüfung geprüft wird, ob da sich irgendwelche Lüfteinschlüsse oder irgendwelche Ungereimtheiten in diesen Schweißnähten befinden. Und das prüfen wir hier. Wenn alles in Ordnung ist, kriegen die ihren grünen Streifen und dann wissen wir ganz genau, die Schiene können wir auch so dann zum Beschichten schicken und zum Lackierer. Sieht ja auch so mysteriös aus, wenn hinter diesem Schweißvorhängen dann geschweißt wird und die Leute dann nur noch so schemenhaft erkannt werden. Wir schweißen hier zum einen unsere ganzen Schienen zu Ende und zum anderen haben wir hier auch noch eine kleine Servicestation für eben die ganzen Radträger und jetzt momentan Liftgestelle von dem Bluefire. Das können wir alles hier so auf dieser großen Fläche recht gut handhaben. So, und wir waren jetzt gerade noch in der Wagenendmontage und das können wir euch leider auch nicht zeigen, weil da stehen schon Sachen, die noch nicht in irgendwelchen Parks sind und noch nicht released worden, aber das war auch sehr spannend. Gerne, also mein Name ist Christian von Elberfeld. Ich bin jetzt seit 2005 hier bei Mackreiz und eben seit August 2005 Geschäftsführer. Ja, und versuche den Laden so insgesamt etwas nach vorne zu bringen. Also natürlich, ich bin kein Ingenieur, also ich bin kein Maschinenbauer, sondern ich bin Kaufmann. Deswegen muss ich natürlich auch mal ein bisschen so mich in diese Technik und in diese Fahrgeschäftsvisionen einarbeiten, aber das macht riesen Spaß und ich muss sagen, das war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens fast, dass ich hier bei diesem wunderbaren Unternehmen angefangen habe. Das klingt sehr schön. Vorher noch nichts mit der Amusement-Branche zu tun? Nee, eben gar nicht eben. Also ich komme hier aus der Gegend ursprünglich, war aber dann eigentlich viele Jahre weg und ich kann natürlich den Europapark, kenne ich von Beginn an. Also mein Vater war bei der Deutschen Bank und wieso gibt es ja diese berühmten Geschichten, dass eben der Franz Mack und der Roland Mack hier durch die Lande zogen, um Kredite für diesen Park zu kriegen und die Banker alle gesagt haben, die spinnen, das kann nichts werden. Und insofern, als dann der Park tatsächlich aufmachte, werde ich nie vergessen, dass mein Vater eben dann sagt, jetzt müssen wir alle da mal hin, die ganze Familie, und uns das angucken. Also ich war wirklich einer der ersten Besucher auch da, also ich kenne das daher schon, aber dann eben in Berlin gewesen, in München und viele andere Sachen gemacht. Also ich war lange Jahre bei Pricewaterhouse, habe Unternehmenssanierung gemacht. Okay. Und dann war ich mal in Fensterbauunternehmen, habe ich mal geleitet in Mecklenburg. Und dann kam ich eben wieder, wollte ich wieder zurück in die Heimat und war dann einige Jahre in der Kosmetik in Baden-Baden tätig, was grauenhaft war. Und ich hatte gemeint, also in der Kosmetik war ich auch Geschäftsführer und dachte ich, also ich suche dann die Models aus. Und das war aber dem nicht so, sondern ich musste immer sagen, ob die Cremes gut sind oder nicht. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Und insofern war dann diese Möglichkeit hier in diese Firma zu kommen natürlich großartig. Ja. Aber Ihr Vater hat nicht damals gesagt, wir geben denen das Geld und hat tatsächlich... Nein, eben nicht. Er war eben einer von denen eben eher, die das sehr skeptisch gesehen haben. Das wäre noch viel romantischer gewesen. Ja, nee, leider nicht. Also die war ja die Deutsche und die Dresdner waren ja die Banken eigentlich, die eben das abgelehnt haben. Und dann ist es ja die Volksbank La hat das ja damals finanziert. Sehr klug, ja, aber so ist es. Wenn wir ja schon bei diesem Beginn alle sind, wie hat es mit Mackreiz denn angefangen? Ja, es war ja so, dass man sich sehen muss, die Familie Mack, die sich sehr stark um den Europapark gekümmert hat, der ja auch ein wahnsinniges Wachstum hingelegt hatte. Und da hatte man Mackreiz so ein bisschen vernachlässigt. Und es gab hier einen Fremdgeschäftsführer auch, bin ich ja auch. Und da sind einige Fehler gemacht worden, man hat so ein bisschen am Markt vorbei gearbeitet und dann war eben die Situation 2005, wo es dem Unternehmen nicht so ganz so gut ging und eben über einen guten Freund von mir, der wiederum ganz eng mit der Familie Mack war, hat er mich eben angesprochen, ich kenne mich doch in Sanierung aus, ich soll mir das mal angucken. Und so kam das eigentlich. Und dann haben wir hier so ein bisschen saniert und ein bisschen was gemacht. Und dann haben die mich eben gefragt, ob ich nicht hier weitermachen möchte. Und das war natürlich ein tolles Angebot. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, es war am Anfang nicht ganz so einfach, weil ich ja eigentlich der böse Sanierer war. Und dann plötzlich Geschäftsführer. Das war natürlich nicht ganz einfach mit den Leuten. Die hatten natürlich dann nicht so wirklich Vertrauen in mich oder mochten mich nicht so.
Und dann war eben der wahnsinnig großartige Zug, dass der Roland Mack dann bestimmt hat, dass der Michael Mack, der damals gerade mit Studien und Auslandsaufenthalten in irgendwelchen Parks zurückkam, und den hat er mir damals zur Seite als meinen Assistenten gestellt. Und das war für mich ein Traum, weil ich durch ihn so die Branche kennengelernt habe. Ich hatte ja von der Branche im Prinzip keine Ahnung. Ich kannte den Europapark, ich bin natürlich x-mal auf dem Oktoberfest gewesen, aber mehr auch nicht. Mhm. Und er hat mir so die Branche näher gebracht und dann haben wir uns ein bisschen ergänzt. Ich kam von den Zahlen, er kannte die Branche gut und so haben wir uns dann hier zusammen um dieses Unternehmen gekümmert, bis er dann nach 2, ich glaube 3 Jahren, weiß ich gar nicht mehr genau, 2 Jahren dann zurück nach Rust ging. Aber das hat natürlich auch den Mitarbeitern hier gezeigt, die Familie Mack steht hinter mir und das war natürlich dann toll und so hat es dann gut funktioniert. Und dann ging es ja wirklich, Gott sei Dank, auch wieder schön bergauf. Das kann man so sagen. Ja, kann man so sagen, genau. Und eben, das muss ich auch immer erwähnen, ein ganz wichtiger Meilenstein für uns war ja der Blue Fire im Jahr 2009. Mhm. Und eben da hat eben der Michael Mack auch sehr gedrückt in der Familie, dass eben wir diese Achterbahn bauen dürfen. Es war klar, es musste eine große Achterbahn her, aber man hat da Mack Reitz noch nicht so richtig getraut, ob sie das auch hinkriegen. Und da hat er sich sehr für eingesetzt. Und dann gibt es eben das erzähle ich immer sehr gerne, gibt es eben diese schöne Geschichte, dass wir vor der Weihnachtsfeier 2007, genau, also kurz vor Weihnachten 2007, hatten wir hier eine Weihnachtsfeier. Und da kamen eben auch der Roland und Jürgen Mack und dann saßen wir bei uns im Besprechungszimmer und dann sagte der Roland Mack irgendwann, ja dann baut sie halt. Ja, und das war dann der durchschlagende Erfolg und dann haben wir das Ding gebaut und hat ja auch vom ersten Tag funktioniert und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Meilenstein für die Firma Mack. Und danach hat es ein bisschen gedauert, bis dahin waren ja unsere Achterbahn, war halt die wilde Maus. Ja. Und Wasserfahrgeschäfte waren natürlich immer stark, aber im Achterbahnbereich nicht so. Und das war dann eben so ein wirklicher Meilenstein, der uns nach vorne gebracht hat. Und dann haben wir immerhin ja von diesem Blue Fire, so wie er da steht, ihn, glaube ich, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, ich glaube 12 Mal verkauft, so wie er da steht. Ne? Und das ist ja schon toll. Es hat ja alles mit Wagenbau angefangen. Richtig. Sowas gibt es jetzt alles gar nicht mehr. Ja. Was waren denn so diese Meilensteine bei Mack Rides, so vom Wagenbau bis heute zu diesen modernen Anlagen, um das mal so ganz grob ja, zusammenzufassen? Also der Wagenbau ist natürlich, da kommt die Firma Mack her, das war ja schon 1780, wo die Firma gegründet wurde, unter Paul Mack. Ging das ja schon los mit dem Wagenbau, man hat noch viele andere Sachen gemacht damals, die haben ja sogar Holzwasserleitungen verlegt und ich weiß nicht was, und eben, aber der Wagenbau war natürlich immer die Sache. Mhm. Und dann auch in der großen Zeit der Schausteller, 50er, 60er, 70er, auch noch 80er Jahre, ein Renner. Jeder Schausteller wollte einen Mack-Wagen haben und ich habe das ja leider nicht erlebt, aber ich habe viele von diesen Wegen gesehen, innen auch, und das war ja grandios. Ich weiß nicht, haben Sie die mal gesehen? Das waren manche habe ich. Ja, so würde man gerne wohnen. Genau, so ungefähr. Ne? Und das war ja schon gigantische. Mhm. Und da war auch das Geld da und irgendwann war es halt nicht mehr so da. Sodass also der Roland Mack sehr wichtige Entscheidung getroffen hat, Ende der 90er Jahre und eben den Wagenbau eingestellt hat. Und dann, in der Zeit haben wir ja auch hauptsächlich eigentlich nur für Schausteller gearbeitet im Prinzip. Berg- und Talbahn, richtig, wilde Mäuse, was auch immer, und Autoscooter, war ja ein Riesengeschäft. Geisterbahn, genau. Und eben das ging dann so ein bisschen zu Ende und man musste sich umstellen. Und haben uns ja dann wirklich auf die Parks angefangen zu konzentrieren. Und wenn ich das heute sehe, dass wir eigentlich transportable Anlagen, wissen wir gar nicht, wie es geht. Ne? Also wie schnell dann solches Know-how auch verschwindet. Und man muss sich natürlich, und das ist so bei so einem Unternehmen, ich sage immer, ein so traditionsreiches Unternehmen wie die muss dermaßen innovativ sein, weil man sich ständig neu aufstellen muss. Ne? Das ist die Welt, Stillstand ist Rückschritt. Genau, und die Welt ändert sich immer schneller und da muss man dabei sein, immer vorne dabei sein. Baut Mack jetzt wirklich nur noch Achterbahnen? Nein, also ja, da wehre ich mich also mit Händen und Füßen. Nein,
klar, es ist, sagen wir mal, die Rundfahrgeschäfte haben natürlich schon nachgelassen, das gebe ich zu. Also wir wollen ja jetzt so ein bisschen auch über Magnext, Magmedia, also ein bisschen in diese Medien unterstützen Reiz. Da haben wir ja auch so eine eigene Marke unter Magreiz gegründet, Takumeon mit Namen. Und da werden die Rundfahrgeschäfte vielleicht auch wieder mehr in den Fokus geraten. Das ist natürlich nicht mehr so stark. Aber Wasserfahrgeschäfte, ich meine, wir haben den ersten mit dem Powersplash, die erste Wasserbahn mit einem Lounge. Die verdammt geil ist. Die verdammt geil ist, allerdings. Und ich muss auch da sagen, an die habe ich erst, also wo ich die ersten Entwürfe gesehen habe, ist ja langweilig. Habe ich auch gedacht, ja, okay, fährst du mal. Ja, genau. Und wenn das Ding aber dann fährt, also ich vergesse nie, wo ich das erste Mal gefahren bin, also toll. Von wem kommt dann so eine Idee von Magrides selbst oder kommt der Park und sagt, ich möchte sowas haben, wenn Sie jetzt sagen, bei dem ersten Entwurf haben Sie gesagt, das ist langweilig? Ja, also die Idee kam natürlich aus dem Haus. Aus der Konstruktion. Und die Idee, ein erstes Wasserfahrgeschäft mit Lounge fand ich natürlich großartig. Ich fand das da nur irgendwie langweilig. Das war da hin und her. Ich fand noch diese Drehweiche, also mit den Turntable fand ich noch am spannendsten. Und dann, aber eben, wir haben dann eben, und der Europapark hat das ja nicht angefragt, das kam aus dem Haus. Ich meine, es ist ja immer Unterschied. Der Europapark, die Idee hat A-Tour als Beispiel. Da kam die Idee ganz klar aus dem Europapark und gesagt, können wir da mal was zusammen entwickeln. Das ist ja auch ein ganz tolles Produkt geworden, ein fantastisches Produkt. Und eben beim Powersplash war es eben so, dass eben der Europapark das eigentlich nicht großes Interesse zeigte. Okay. Und dann haben wir eben, und das ist ja immer so ein bisschen unser Problem in der Branche, wenn wir eine neue Idee haben, ist ja nicht so wie in der Autoindustrie, dann entwickeln wir das zu Ende und verkaufen es 1 Million Mal. Das ist ja leider nicht der Fall. Also wir müssen ja eigentlich mit dem ersten Produkt, das muss sofort funktionieren. Wir müssen einen Kunden dafür haben. Und das haben wir dann eben auch gefunden. Einen Kunden mit Walibi. Und hat das auch gut funktioniert. Ja. Wie viele Ideen sind in der Schublade, wo der Kunde noch zu fehlt? Sind einige. Also gestern eben haben wir diese Direktorenrunde, die einmal im Jahr im Europapark ist, wo wir als Magreiz auch mal ein bisschen präsentieren dürfen, was wir so machen, haben wir gestern mal wieder schön vom Leder gezogen, also was wir alles in der Schublade haben, in der Hoffnung eben, dass jetzt vielleicht der Europapark wieder kommt und sagt, das hat mir eigentlich gut gefallen, lass uns da mal was zusammen machen, weil das ist natürlich unser Riesenvorteil zu unserer lieben Konkurrenz im Markt, dass wir einen eigenen Park haben, ne? Dass wir Dinge im Park hier entwickeln können, was natürlich immer netter ist in der Familie als mit Fremden. Die haben weniger Verständnis, wenn man nicht was so klappt, wie es klappen sollte. Das funktioniert natürlich im eigenen Park besser und man kann Erfahrung sammeln und die Anlage vielleicht noch optimieren anschließend und dann eben an den Markt bringen. Also es ist auch so, man geht als erstes zum Europapark Genau. und sagt, wir haben die Idee, habt ihr Interesse daran? Genau. Ansonsten geht der Pitch halt raus. Geht er halt raus, genau. Okay. Und dann gehen wir woanders hin. Also wenn wir von dem Produkt wirklich überzeugt sind, ne? Wir haben eine Reihe von Ideen, die wir mit manchen Kunden auch mal vorstellen. Manche Sachen halten wir auch ein bisschen zurück und hoffen wirklich tatsächlich auf einen Europapark, wo die Sache dann auch größer werden kann. Ne? Der Extreme Spinning Coaster auch auf Bluefire ja zuerst getestet. Genau. Und dann war aber im Europapark kein Interesse dafür und dann ist das genauso dann gelaufen. Genau, und heute sind sie ganz eifersüchtig. Nee, wirklich war so ein bisschen so. Also wir haben das getestet und haben dann den Kunden Herschend Family nach Rust hingekriegt. Okay. Wo ich auch sehr stolz drauf war, dass die da aus Missouri und sich auf den Weg gemacht haben. Und eben die begeistert waren und eben eigentlich also gerade die ältere Generation fand das eben eigentlich eher verrückt. Ja, wird nur schlecht, man kotzt und das stimmt aber gar nicht, weil wir das ja begrenzen können, das Drehen. Und das war eben dem Kunden in den USA auch sehr wichtig. Und jetzt steht sie da, leider in Missouri eben, ne, wo man eben so schwer hinkommt. Und nächstes Jahr in Belgien. Richtig, das habe ich jetzt, haben Sie jetzt gesagt? Nee, das ist ja schon... Ist schon auch öffentlich, ja, ich weiß. Genau. Ja. Und ich bin immer trotzdem ein bisschen vorsichtig. Ja, klar. Weil viele Kunden das halt nicht so mögen, wenn man damit hausieren geht. Nee, ist ja auch kein Problem. Bei so Artworks wie für Belgien jetzt, wenn man das vorher sieht, oder auch Bahnen wie Icon zum Beispiel, traut man sich bei Mag inzwischen auch mehr in eine extremere, thrillige Richtung zu gehen? Oder muss man das inzwischen auch?
Ich würde mal sagen, trauen tun wir es uns auf jeden Fall. Wir haben natürlich immer die Philosophie, und die halte ich eigentlich auch für richtig, also ganz extrem wollen wir nicht sein. Also wir wollen Familienfahrgeschäfte bauen. Ne? Also sicher mit Thrill, die müssen schon anspruchsvoll sein, klar. Aber ich möchte doch schon, dass, also wir wissen, dass beim Blue Fire, dass mehr, glaube ich, fast 70% der Besucher im Europapark den Blue Fire fahren, oder ich glaube etwas über 60, ich will jetzt nicht lügen, aber doch eine Mehrheit. Und das finde ich auch wichtig. Also ich meine, davon lebt ja der Park. Wenn ich in Anlagen stelle, die nur 19-Jährige bis 29 vielleicht fahren, dann habe ich nicht mal das Publikum, was ich eigentlich möchte. Ne? Ja. Aber wir trauen uns auf jeden Fall mittlerweile mehr zu, klar. Wir haben auch gute junge Leute, Ingenieure, die wilde Ideen haben und die gerne wilde Sachen machen wollen. Aber nicht zu schlimm. Also das wollen wir nicht. Wie ist es dann bei den Launch Coastern? Bei Mack ist es, ich sage es jetzt einfach mal aus meiner Sicht, eher lahm. Und die Beschleunigung im Verhältnis zu anderen, ist das gewollt oder geht es nicht anders? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also erstmal würde ich mal sagen, war es nicht gewollt. Mittlerweile sehen wir natürlich schon, ich meine, kann es auch ansprechen, Intermin hat da Dampf hinter. Ja, genau, hat da richtig Dampf hinter. Aber das bedeutet ja auch, das hat ja so viel Nachlauf, also dass was ich alles umkonstruieren muss wieder, ist sehr aufwendig. Außerdem haben wir jetzt im Moment halt auch keinen anderen, wir haben uns ja auf Intrasys hier eingeschossen. Wir sprechen mit denen, also da laufen Gespräche, also da kommt schon noch was. Also das kann ich mal so ist dann auch so ein kleiner, ich nenne es jetzt mal Trick, die Lounges teilweise über Hügel zu machen, wie bei dem Power Splash, dass sich das extremer anfühlt, also das ist jetzt auch subjektiv das Gefühl von mir, aber dass sich der Lounge dadurch kräftiger anfühlt, wenn ich über so einen Hügel laufe. Richtig, also das war für mich aber auch eine Überraschung, das hätte ich eigentlich auch gar nicht so erwartet, dass das so einen Effekt erbringt. Ne? Weil bei Copperhead Strike hat man es ja auch eingebaut und so, und dann wirkte das auf mich, dass das jetzt so ein kleiner Trick ist, um da den Thrill in den nicht so starken Lounge zu bringen. Kann man vielleicht fast so sehen. Ne? Also es ist was dran, ne? Stimmt. Dann noch zu Arthur noch mal ganz kurz. Das ist ja vom Europapark dann gekommen, wurde ja aber auch schon weiterverkauft an Motion Gate. Richtig. Wie ist denn das dann, wenn der Europapark ja die Idee hatte mit dem Weiterverkaufen der Konzepte? Wie funktioniert das? Ja, das ist natürlich auch dadurch, dass die Familie Mack die beide Unternehmen besitzt, sind sie natürlich da auch sehr offen. Also die sagen, wenn wir was im Europapark machen, dann muss irgendwas Neues dabei sein, also was marktfähiges, gar nicht mal für sie selbst, sondern eben für den internationalen Markt, um eben Mack Reiz da zu unterstützen. Also deswegen, ich meine, jetzt nehmen wir den Arthur, da gab es auch einfache Konzepte, ne, die vielleicht auch günstiger gewesen wären, also finanziell gesehen, aber man wollte eben wirklich was Besonderes. Und dann hat man da eben auch investiert. Und das ist ja auch ein tolles Fahrgeschäft. Jetzt kann man sagen, natürlich, die Kundschaft für dieses Fahrgeschäft ist relativ begrenzt. Man kann sich halt die meisten Familienparks nicht so leisten. Aber es gibt Kunden dafür und im Motion Gate haben wir dann einen noch gebaut. Und das Ding ist richtig gut. Ja, ist toll. Ne? Das macht richtig Spaß. Die haben das auch schön gemacht, die haben das ja toll inszeniert alles. Ja, ganz großartig. Leider fehlt die Kundschaft ein bisschen. Das haben wir auch gesehen. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ansonsten würde ich dann noch sagen, warum sollte man beim Mack Rides was kaufen und nicht zur Konkurrenz gehen? Das ist relativ einfach, weil wir die Besten sind. Damit ist alles gesagt. Nein, ich glaube, eins tun wir und das meine ich, also das ist wirklich jetzt, und ich glaube, das ist auch gar nicht falsch. Wir gucken ja nicht nur drauf, dass wir jetzt ein tolles Fahrgeschäft haben, sondern wir gucken auch drauf, möglichst wartungsarm zu sein. Also wir wollen dem Kunden ein möglichst wartungsarmes. Ne? Wir sehen, dass wir haben in CNC-Maschinen groß investiert, weniger Schweißelemente in den Fahrzeugen. Also einfach um wartungsfreundlicher zu machen. Das wird leider vom Markt noch gar nicht so richtig verstanden. Warum? Bei den Großen, bei den Kleinen schon eher, bei den Großen ist halt so, da habe ich die Einkäufer, die kaufen ein, übergeben dann an die Operator. Und dem Einkäufer ist das völlig, Entschuldigung, scheißegal. Der will einen guten Preis und dann hat er ein anderes Problem. Und das versuchen wir schon sehr stark auch im Markt
weiterzugeben. Achtet da auch mal drauf, dass ihr lange Spaß dran habt und nicht nur jetzt 2, 3 Jahre oder so. Also ich glaube, in dem Bereich sind wir sehr stark. Und natürlich auch durch den Park, auch von der Thematisierung her, wir können ja alles bieten, was es gibt. Das sind so weitere Vorteile. Wir sind sicher nicht billig, ganz klar. Aber wenn ich eben sehe, also wenn ich so ein Fahrgeschäft 30, 40 Jahre betreiben kann, finde ich, dann muss man das langfristiger sehen. Ja. Mir die letzten Worte. Ja. Nee, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch hier. Und auf eine großartige Zukunft für Markreiz, für die Branche insgesamt wünsche ich mir das. Also wenn ich Haben Sie auch das Gefühl, dass es momentan schon ein bisschen boomt und größer wird? Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt wieder so ein bisschen ruhiger wird. Also die letzten Jahre waren ja nur nach vorne. Ja? Nur nach, also kann man wirklich sagen, nur größer, schneller, weiter, noch mehr und noch ein Park hier und noch ein, also weltweit, gerade Asien ganz extrem. Ja. Und da habe ich schon das Gefühl, es geht jetzt ein bisschen zurück. Muss nicht schlimm sein, kann auch gut sein, dass sich ein bisschen wieder ausselektiert, dass manche vielleicht auch wieder verschwinden, manche Parks. Und, aber ich sehe da eine positive Zukunft auf jeden Fall. Und wünsche mir das auch, weil es ist eine wunderbare Branche. Es ist so schön auch zu sehen, die Menschen, ich liebe das, also wenn wir eine Anlage irgendwo eröffnen, stelle ich mich immer gerne dann eine Stunde an den Ausgang und gucke, wie die Leute rauskommen, ob sie alle so fröhlich sind, und das macht echt großen Spaß. Das ist also ein ganz großes Geschenk eigentlich, was man da hat dann. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.